aus Kritiken im Internet oder Kritiken generell versucht man natürlich auch Konsequenzen zu ziehen und auch zu lernen im Endeffekt. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist Kritiken, die sozusagen kontinuierlich unter die Gürtellinie gehen, wie ich es ja auch erlebe. Da hat man natürlich dann Schadensregulierung auch zu betreiben, weil Leute wie Anleger in meinen Filmfonds und so weiter lesen das natürlich auch. Und dementsprechend muss man sich dann rechtfertigen. Ja, und dann wird dann gesagt, gucken Sie mal hier, Film hat doch nur scheiß Kritiken, gucken Sie mal, was wir für scheiß Filme drehen, kein Wunder, dass die floppen. Also da baut sich dann was auf. Und dann ist das eben mit viel Arbeit verbunden, die Sachen zu ändern oder zu glätten im Endeffekt. Ja, also das sind die beiden ja, gewichtigen Punkte eigentlich. Ne? Es kommt drauf an. Also ich habe ja von Totschweigen bis Boxkämpfe sozusagen alles durchexerziert zu dem Thema. Ja? Also ich habe wirklich auf die Kritiken, auf die E-Mails im Einzelnen geantwortet, auf Blogger geantwortet. Ich war zwar nie auf irgendwelchen Messageboards, das mache ich nicht, aber ich gebe eben Interviews zu Websites zum Beispiel und mache auch Video-Messages und so weiter. Also ich habe da schon aktiv agiert, ja. Aber irgendwann muss man sagen, ist es auch so ein bisschen, dass man den Eindruck kriegt, es ist sehr, sehr arbeitsintensiv und zeitintensiv. Wie viel bringt es denn? Das ist echt eine Frage im Endeffekt, die man sich dann irgendwann mal stellen muss. Ne? Wenn man dann 1,5-2 Stunden irgendeiner Website ein Interview gibt und merkt, ey, die Typen, das sind doch nicht mal, die haben 400 Klicks im Monat oder so. Ja? Und dann fragt man sich natürlich, was soll das? Ne? So, und das ist eine Sache, wo man dann eben auch ein bisschen Zeitmanagement im Endeffekt machen muss. Ja? Also ich kann nicht sagen, dass ich für meine deutschen Filme German Fried Movie oder Barschel oder Erstes Semester gute Kritiken gekriegt hätte. Aber das war natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Also nur in Deutschland und dann auch ziemlich im Kleinen im Endeffekt. Ja. Aber dann kam eigentlich mit Sanctimony, Blackwood's Heart of America im Prinzip ein Loch, wo keiner so richtig geschrieben hat, was hält er dann davon und so. Und Blackwoods hat auch eher gute Kritiken, hat schlechte Kritiken, Heart of America war auch so halbe. Aber damit House of the Dead brach die Lawine los sozusagen. Ne? Und die wurde dann bei Alone in the Dark. Ich glaube mit Alone in the Dark und Blood Rain hat dieses ganze Negativschreiben den Peak erreicht. Und seitdem geht es auch schon ein bisschen wieder, egalisiert sich so ein bisschen wieder. Also ich glaube, dass ich nicht mehr auf dem Peak des Bashings bin im Moment. Nein, also ursprünglich wurden die Filme in Grund und Boden gebasht und dafür wurde ich verantwortlich gemacht. Und dann wurde eben gesagt, das ist ein Idiot, der dreht nur Scheiße und deshalb ist er selber auch ein Blödmann. Und dann sagt er noch seine Meinung, das ist ja noch schlimmer. Anstatt er sich schämt, in der Ecke sitzt, ja, und die Klappe hält, sagt er ganz offen, was er über andere denkt, was er über die Fans denkt und so weiter. Und das ist eine Sache, die hat ihn natürlich dann on top. Da habe ich sie sozusagen gereizt. Ne? Ich glaube, das ist beides. Ne? Also natürlich kann keiner ernsthaft auf dem Messageboard jeden Tag 40 Messages über Uwe Boll schreiben, der irgendwie was Vernünftiges zu tun hätte. Sagen wir es mal so. Also dass dann irgendwie zum Großteil Leute sind, die nicht wissen, was mit ihrer Zeit anfangen sollen und sich dann entscheiden, ob sie Videospiele spielen oder im Messageboard sind. Das, glaube ich, ist relativ klar. Aber es ist natürlich auch, sagen wir mal so, Leute sind Gewohnheitstiere. Und wenn man einmal auf so eine Seite geht oder einmal ist man im Messageboard über Uwe Boll, dann geht man da immer wieder rein und dann macht man einfach so weiter. Ne? Man sieht ja auch das einzige Messageboard, was ich aktiv verfolge, ist IMDb, ja? Wo ich einfach so gucke und da sind ja auch viele Threads, die sozusagen immer wieder dieselben Sachen werden gepostet. Also die aktivieren die Sachen wieder neu und dann gibt es wieder 20, die nochmal was dazu schreiben und dann kommt der nächste Ding. Also es ist irgendwo auch total wiederholend, ne? Also wie so eine gebetsmühlenartige Wiederholung, wo man sich dann fragt, was wollen die eigentlich? Wieso gehen sie jetzt nicht mal auf Wanted aufs Messageboard und schreiben über Wanted, weil der jetzt ins Kino kommt. Ne? Das ist das Komische
was ich denke, da sind ein paar, die sind also so, sagen wir mal, wirklich fanatisch wiederholen die diese Sachen alle 2 Wochen. Klar, ich habe auch Leute, die e-mailen mir an, so, boah, du bist der Antichrist, wenn ich dich sehe, töte ich dich. Und dann schreibe ich zurück, ja, schönen Dank, du Schwachmat, so ungefähr, ja. Und dann kommt aber, ach, bist du wirklich Uwe Boll und so weiter und ich bin ein großer Fan. Oder also totale Veränderung von Todesdrohung auf, schick mir doch ein Autogramm, ja. Und du denkst irgendwie, was hat denn den Typ sozusagen dazu gebracht, sowas überhaupt zu schreiben. Ne? So, und das ist ja sowieso das Absurde, dass bei diesem ganzen super Todesdrohungen und Threads, wo man sich dann stellenweise denkt, ich drehe Filme. Ich bin jetzt nicht Mugabe, der in Simbabwe irgendwelche Leute jeden Tag in Stücke hacken lässt. Ja? Also man muss da eigentlich auch schon mal einen Unterschied sehen zwischen Realwelt und wenn einer Filme dreht. Ne? Ich glaube beides gleichzeitig. Also ich glaube, dass der ganze Weg, den ich gemacht habe als Filmemacher, so untypisch ist für einen deutschen Filmregisseur. Ich glaube aber auch, dass ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine andere Wahl hatte, weil ich von Anfang an nicht in dieses System Filmförderung, Fernsehsender und irgendwie Bayerischer Filmpreis reingepasst habe. Hätte ich mir sozusagen aussuchen können, ich mache gar keine Filme oder ich gehe diesen Weg, Genrefilm, englischsprachig, privat finanziert und so weiter. Und wenn man da natürlich guckt, mit wem man da in Konkurrenz tritt, mit Studiofilmen und so weiter, die natürlich ganz andere Auswertungsmöglichkeiten haben. Dafür hat sich dieses ganze Bashing gelohnt, weil dadurch bin ich enorm bekannt geworden. Und ich glaube, viele Leute leihen sich auch die DVDs oder so, weil sie denken, ach so, da habe ich schon mal was von mitgekriegt, ist doch der bekloppte Boll oder was, und dann leihen sich die DVD aus oder gucken sich die DVD an. Ich glaube schon, dass das ein bisschen positive Verkaufsaspekt auch ist bei vielen Filmen.